Edin, für solche Situationen gibt es das berühmte Wort der Momentaufnahme, für die man sich natürlich nichts kaufen kann. Das ist ganz klar. Trotzdem hast du diese Woche vielleicht ab und zu mal ein bisschen länger auf die Tabelle geschaut. Ja, Sonntagabend hat man da schon gerne hingeguckt. Samstagabend sah es ja auch schon gut aus. Ja. Und schön war, dass sie sich am Sonntag nicht mehr verändert hat, in dem Sinne. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, das ist das erste Mal jetzt seit 2019 und das war damals am 2. Spieltag, wo wir schon häufiger mit 6 Punkten mal gestartet sind, an 2 Spieltagen. Trotzdem haben wir es nicht immer geschafft, dann ganz oben zu stehen. Es ist ein schöner Moment, aber es ist noch kein Grund, sich zu freuen, weil es steht noch so viel an, worum wir kämpfen wollen und müssen. Und dann hoffentlich können wir eines Tages dann richtig feiern. Jetzt lebst und arbeitest du ja schon seit vielen Jahren in Köln, wie du gerade schon gesagt hast. Wie war das denn für dich, so am Montag als Tabellenführer ins Büro zu kommen? Ich hatte frei, aber ich hatte kurz überlegt, ob ich einfach trotzdem gehe. Ja, also wir sind da einige, wir sind da ganz gut vertreten. Und das ist schon eine ganz gute Fopperei. Und wir haben dann natürlich dann auch ein paar FC-Fans und die wissen dann auch, wo ihr Platz ist. Alex, als Sabine 2015 bei mir bei Brinkhoffs Ballgeflüster war, hast du vor 417 Zuschauern in Havelse gegen Meppen gespielt. Als Edin 2018 erstmals bei Brinkhoffs Ballgeflüster war, hast du die komplette Saison mit einem Kreuzbandriss verpasst. Jetzt spielst du Champions League im schönsten und im größten Stadion Deutschlands. Musst du dich manchmal auch kneifen? Ja, hört sich eigentlich schon geil an, oder? Oder? Finde ich auch. Eigentlich wie ein Film, wie ein guter Film. Ja, wie du gesagt hast, ich glaube, wie dem einen oder anderen schon bekannt ist, habe ich eine sehr spezielle Karriere. Ich bin mit 26 erst Profi geworden. Mit 28 habe ich erst mein erstes Spiel gemacht im Profibereich in der 2. Liga in Regensburg. Und mit 31 dann Champions League und Bundesliga gleich gespielt. Ja, ist natürlich, wie es jetzt am Ende gelaufen ist, oder für mich ist ja immer noch, dass es jetzt erst richtig losgeht, so sehe ich das. Aber ich musste natürlich viel durchmachen, gerade mit den Verletzungen. Was uns beide da verbindet, ist, dass wir das, was wir gerade erleben, absolut genießen, weil wir ganz genau wissen, dass es nicht immer so war und auch nicht immer so bleiben wird. Und deshalb versuchen wir die Zeit, die wir dann gemeinsam haben, in dieser Kabine, auf dem Trainingsplatz, im Stadion, unvergesslich zu machen, unvergesslich zu gestalten, weil ich hoffe einfach, dass ich irgendwann mal in 50 Jahren unter irgendeiner Palme liege und dann kommt mir der Alex oberkörperfrei mit 2 Kokosnüssen entgegen und dann fühlen wir uns gut und dann erzählen wir, wie cool das damals war. Wenn die Schultern das mitmachen. Ich weiß, warum ich es mache. Ich sitze dann morgens auf meinem Rädchen, fahre dann durch die Stadt und denke so, yes. Wann schläfst du denn überhaupt mal? Ja, 20 Uhr ist Touchdown. Und jetzt frag mal nicht, bist du da auch müde? Nee, ne? Sicher. Doch. Ja, für Schlafprobleme bin ich zu müde, echt. Ich kann auch schlafen und ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum mein Bruder mich nicht mehr mitnimmt. Wenn ich dann vorher schon mal so vorm Spiel so 1, 2 Bierchen getrunken habe, kann das auch mal gut sein, dass ich einschlafe. Und der, wenn wir heute Abend in der Sportschau sind mit dir, weil du pennst, das ist peinlich. Und ich so, was? Ich weiß, das passiert dir nicht. Ja, das passiert auch diese Saison nicht mehr bei uns. Ja, gut. Ja. Nein, das hat mit dem Spiel auch nichts zu tun, ehrlich gesagt. Das ist dann einfach... Also. Mit der Schichtarbeit und so, das kann mir schon mal passieren, dass ich dann mal so kurz ein bisschen wegdussel. Aber ich meine, man schläft ja auch nur da, wo man sich wohlfühlt. Ne? Was war denn der schönste Moment für dich im Fußball? Ja, das war jetzt die Saison gegen Kopenhagen, als ich mein erstes Spiel auch für Dortmund, als ich da aufgelaufen bin. Dann noch... Man sieht dein Lachen. Ja, mein Vater ist noch gekommen schnell aus... Bad Oldesloe ist ja nicht mehr ganz so weit nach Dortmund wie jetzt nach Regensburg oder nach Cottbus. Und einer meiner besten Kumpels hat sich auch noch in die Bahn gesetzt, weil die wussten ja dann, okay, ich werde spielen. Und als ich einfach auf diesen Platz gelaufen bin oder auch schon beim Aufwärmen, ich hatte einfach pure Freude. Und als die Champions League-Hymne gelaufen ist, hatte ich auch
Tränen in den Augen. Neben mir war noch Marco Reus. Ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat oder für den war es ja völlig normal, aber für mich war so, jetzt läuft die Hymne da und ich stehe hier auf dem Platz und kommen natürlich alle Bilder vor einem, was man so erlebt hat. Das war bisher ja das schönste Erlebnis, aber selbst danach gab es ja viele Highlights. So, aber wenn man jetzt fragt, was das schönste Erlebnis war sicherlich das Spiel, aber ich glaube, hier in Dortmund werden noch weitere schöne Erlebnisse kommen. Ja. Wollte ich mal auf den